Hallo und willkommen zum Fedship Screencast zum Thema Benutzung des Oxid Article Exporters zur Erstellung von Datenfeeds in einem Oxid eShop. Mein Name ist Felix Reuter, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zur Demonstration habe ich den Article Exporter in einen Oxid eShop der Version 4.7.1 installiert und möchte ihn mit Ihnen zusammen in Betrieb nehmen. Nach der Aktivierung des Moduls sehen wir den Moduleintrag auf der linken Seite und öffnen das Submenü. Die Erstellung eines Feeds ist modular und template-basierend. Die Templates für einen Feed legen wir unter Vorlagen an. Dieser Bereich ist zuerst leer und wir müssen die verfügbaren Vorlagen zuerst installieren. Das machen wir, indem wir unten rechts auf den Button klicken. Jetzt sind die Vorlagen erfolgreich installiert und wir können sie modifizieren. Um dieses Beispiel etwas plakativer zu machen, möchte ich mit Ihnen eine konkrete Aufgabe erledigen. Ich möchte mit Ihnen zusammen zwei Artikelfeeds mit Artikeln aus bestimmten Kategorien erstellen. Der erste soll die Artikel der Kategorie Kiteboarding, der zweite die Artikel der Kategorie Wakeboarding enthalten. Beide Feeds sollen auf dem gleichen Template aufbauen. Da beide Feeds später zum gleichen Partner geschickt werden sollen, demnach von einer Vorlage abgeleitet werden können, modifizieren wir zuerst die Vorlage. Dazu wählen wir zuerst die Vorlage Standard aus und gucken uns danach die Optionen an. Dazu werde ich den Monitor etwas erweitern, sodass wir nur noch den Bereich ohne das Menü sehen. Zuerst gucken wir uns den Reiter Stamm an. Hier finden wir die allgemeinen Einstellungen, die wir in diesem Beispiel einfach beibehalten. Bei den Liefereinstellungen können wir Definitionen zum Beispiel für die Lieferkosten fest definieren. In diesem Fall werde ich sie ein bisschen erhöhen. Kommen wir zu den Feldern. Die Felder sind sowas wie das Herzstück des Exporters. Hier definieren wir quasi die Tabelle, die später den Feed darstellt. Die Tabelle hat Spalten, deren Überschriften wir hier sehen. Sie sind sortiert nach ihrer Nummer und tragen die Feldwerte, die hier zugewiesen sind. Im Detail. Die erste Spalte mit der kleinsten Sortiernummer hat die Überschrift Produkt-ID und den zugeordneten Feldwert eindeutiger ID, was der Ox-ID gleicht. Wir sehen, dass eine Bedingung aufgeschaltet ist. Die Ox-ID, die eindeutige ID, muss eindeutig sein. Gäbe es also zwei Einträge in der Datenbank mit der gleichen ID, was normalerweise nicht vorkommt, wird die zweite nicht exportiert. Als zweites kommt die Artikelnummer, dort ist die Artikelnummer zugeordnet. Die ERN mit der ERN, Preis mit Preis, Name mit der Artikelbezeichnung, die Marke mit der Marke und so weiter. Wir sehen eine zweite Bedingung am Preis. Der Preis muss immer größer 0 sein, ansonsten würde ein Artikel auch nicht im Export erscheinen. Wir sehen, dass wir die Werte, die in den Spalten ausgegeben werden, in einem Ausgabemuster definieren können. Die 3 Unterstriche sind der Standard für den reinen Feldwert, der zugeordnet ist. Machen wir unsere erste Modifikation. Wir wollen ans Ende der Tabelle eine neue Spalte mit einem Wert für den Einsatzzweck des Artikels hinzufügen. Ans Ende der Spalte heißt, wir müssen die höchste Sortiernummer wählen. Wir geben der Spalte eine Überschrift Einsatzbereich und wir werten das Attribut Einsatzbereich des Artikels aus. Fügen wir die Spalte hinzu. Wichtig ist, dass man das Ausgabemuster definiert. In diesem Fall wollen wir einfach den festen Wert haben. Damit sollte unsere Vorlage vorerst abgeschlossen sein und wir können sie beim Erstellen eines Exportes einsetzen. Dazu klicken wir auf der linken Seite auf Exporte und erstellen einen neuen Export. Ich nenne ihn Testfeed und wähle meine zuvor modifizierte Vorlage Standard aus. Nach dem initialen Speichern sehen wir oben den Eintrag, ganz so wie wir Artikel auch verwalten. Ich habe den Monitor wieder erweitert, damit wir alle Werte auf einen Blick sehen können. Hier begegnen wir im Grunde den gleichen Tabs, die wir auch schon bei den Vorlagen gesehen haben.
und die Werte, die wir bei unserer Vorlage Standard eingetragen haben, wurden in diesen Export übernommen. An dieser Stelle modifizieren wir nur den Export-Dateinamen. Die anderen Werte haben wir ja schon in der Vorlage überprüft. Kommen wir zu den Feldern. Dort könnten wir in dem einen Feed noch eine zusätzliche Spalte anlegen, so wie wir es zum Beispiel in diesem Fall den Lieferumfang. Und auch hier werten wir wieder ein Attribut aus, nämlich den Lieferumfang des Artikels. Diesmal fügen wir das Ausgabemuster gleich hinzu. Jetzt haben wir eine neue Spalte, diesmal aber spezifisch nur für diesen Feed angelegt und können zum Beispiel den nächsten Feed anlegen. Wie wir eingangs gesagt haben, wollten wir einen separaten für die Kiteboards machen, auch basierend auf unserer Template-Vorlage Standard. Auch hier modifizieren wir nur den Dateinamen. Einen für unseren Wakeboards. Ebenfalls Standard. Und auch hier die Modifikation des Dateinamens. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die Wakeboards nur die Wakeboards und die Kiteboards nur die Kiteboards beinhalten. Das machen wir über die Kategorieeinschränkung. Da der Oxidemo Shop in den Wakeboards noch Unterkategorien hat, sowie in den Kiteboards auch, und erst die Artikel enthalten, müssen wir hier die Option nur die ausgewählte Kategorie inklusive deren Unterkategorien exportieren wählen. Dann geben wir noch die Kategorie an, in diesem Fall Wakeboards oder Wakeboarding, und speichern unsere Einstellung. Bei Kiteboarding ähnlich. Wir wollen wiederum die Artikel der Kategorie und die Artikel der Unterkategorien dieser Kategorie exportieren. In diesem Fall geht es um Kiteboarding und speichern. Jetzt sind wir schon bereit, einen Feed zu erstellen mit einem Export für alle Artikel, mit nur denen aus der Kategorie Kiteboarding und seiner Unterkategorien, und das gleiche für Wakeboarding und die Artikel aus der Unterkategorien. Die Einstellung zum Erstellen eines Feeds finden wir unter Erstellen. Dort können wir entweder manuell einen Export auslösen oder ein Skript erstellen, was über eine feste Zeit ausgelöst wird. Das hängt aber sehr vom Provider ab. Exportieren wir also händisch noch die beiden anderen Feeds und gucken uns das Ergebnis an. Und so sehen die Ergebnisse aus. Ich habe die 3 Dateien von unserem Webserver runtergeladen und man kann sie sich jetzt entweder in einem normalen Texteditor angucken, was nicht besonders aufschlussreich ist für menschliche Augen, oder in einer Tabellenkalkulation öffnen, wo das Ganze schon eindrücklicher wird. Hier sehen wir die definierten Spalten aus unserem Exporter, hier jeweils die Werte. Jede Zeile entspricht einem Artikel aus dem Shop, wobei bei Artikeln, die Varianten haben, nur die Varianten exportiert werden, es sei denn, man konfiguriert es explizit so, dass Artikelväter mit exportiert werden sollen. Damit bin ich auch schon am Ende dieser kleinen Demonstration. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald.